Das also ist das berühmte Terrania City bei Nacht. Was für ein Lichtermeer. Richtig Nacht wird es hier wohl nie werden. Nur eines sieht man nicht, die Sterne. 2 Jahre und 5 Minuten verkriechen wir uns schon hinter dem ATG-Feld. 2 Jahre seit dem Großangriff durch der Briefe und Konsorten. Plus 5 Minuten in der Zukunft. Als Rodan auf dem Mond landete, hat er die Büchse der Pandora geöffnet. Merkwürdig. Heute bin ich es, die den Unsterblichen ablehnend gegenübersteht. Wie er damals. Wirst du an mich denken, wenn du da draußen bist? Ich denke, ich werde ab und zu 1 Minute erübrigen können. Oh. Sylvie, der Job auf Peroval ist die Chance. Ich muss sie ergreifen. Es war doch eh klar, dass es so kommen würde. Ja, wer hätte auch gedacht, dass es zwischen uns so ernst werden würde? Ja, aber meine Aufgabe liegt irgendwo da draußen. Und du wirst bald in einem festen Ensemble spielen. Jedenfalls wirst du bestimmt keine Lust haben, mit deinem Mann von Planet zu ziehen. Komisch. Alle Männer, mit denen ich zusammen war, hatten diesen Zugvogeltrieb. Irgendwann erlagen sie alle dem Ruf der Sterne. Und weg waren sie. Lass uns das Hier und Jetzt genießen. Die Zeiten sind schlecht. Heute ging das Gerücht, dass Tabrifa und die anderen abgespalteten Kolonialwelten Raumschiffe an der Grenze zum Solaren Imperium zusammenziehen. Wird es Krieg geben? Ach, das musst du Rodan und seine Clique der Unsterblichen fragen. Wir Normalsterbliche werden ja nicht gefragt. Lass uns nicht wieder darüber streiten. Ohne Leute wie Rodan und Bull wären wir in der Hinterhofkolonie des akonidischen Imperiums. Ohne Leute wie Rodan und Bull wären wir nicht wie eine Möchtegern-Großmacht in die Galaxis hinausgestürmt und hätten alles und jeden auf uns aufmerksam gemacht. Millionen Menschen wären den Kriegen entgangen. Und jetzt steht der nächste Krieg vor der Tür. Aber diesmal sind es nur Menschen, die sich gegenüberstehen. Du bist unfair, Alaska. Rodan hat erst verhindert, dass wir uns schon vor 1,5 Jahrtausenden gegenseitig zerfleischt haben. Ja! Und damit dem Krebsgeschwür Mensch die Gelegenheit gegeben, in die Galaxis hineinzuwuchern. Jetzt wirst du Misanthrop. So? Ich denke, wenn man am Vorabend des größten Bruderkrieges steht, den die Menschen erlebt haben, dann hat man allen Grund, schwarz zu sehen. Wann sehen wir uns morgen? Geht erst ab Mittag. Um 10 trifft sich das Organisationskomitee. Von der Abschlussfeier des Jahrgangs 3428 wird man noch lange sprechen, das sag ich dir. Können wir nicht schon vorfeiern? Oder bist du noch zu entkräftet? Damals sah man noch die Sterne. Damals. Wie viel sich in 4 Jahren ändern kann. Der Besucher, den Sie erwarten, ist eingetroffen. Licht an.
Tür auf. Hallo Sylvie. Es hat auch Vorteile. Der Portier unten hat mich gerade um ein Autogramm gebeten. Willst du auch eins? Ich würde dir jetzt wahnsinnig gerne einen Wiedersehenskuss geben, aber naja, du hast ja bestimmt davon gehört oder gelesen. Weißt du noch, wie du damals gesagt hast, ich mache dich wahnsinnig? Ja, jetzt tue ich es wirklich. Ich meine, wenn ich die Maske abnehme. Es hätte schlimmer kommen können. Es gab Unfälle, bei denen man das, was aus dem Transmitter herauskam, nicht mehr als menschliches Wesen bezeichnen konnte. Würdest du mich denn noch als menschliches Wesen bezeichnen? Ertrinkst du jetzt in Selbstmitleid? Das ist nicht der Er, den ich mal kannte. Natürlich habe ich mich verändert. Sonst müsste ich ja wohl keine billige Plastikmaske tragen. Das meine ich nicht. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich nicht deine Maske. Aber ich höre auch nicht den alten Al. Früher war da Wärme in deiner Stimme. Wieso hast du dich all die Jahre nicht gemeldet? Ich habe dich so oft angerufen. Aber du hast all meine Nachrichten ignoriert. Ich habe eben oft in der unmittelbaren Nähe von Perry Rhodan zu tun. Und dort herrschen andere Arbeitsbedingungen als in einem Symphonieorchester in Sydney. Gerade jetzt jagt eine Krise die nächste. Doch bevor ich nach Quinto Center aufbreche, da wollte ich dich noch mal sehen. Erinnerst du dich? Wir waren schon einmal in so einer Situation. Wieder einmal muss ich aufbrechen und keiner weiß, ob wir nächsten Monat noch erleben werden. Damals waren wir uns näher. Heute unterhalten wir uns wie Fremde auf einer Stehparty. Du arbeitest in unmittelbarer Nähe von Rhodan? Was ist aus deinen Ansichten über Rhodan und die Unsterblichen-Clique geworden? Wie oft haben wir darüber gestritten? Wie oft hast du gesagt, ohne die Unsterblichen und es wären die Menschen besser dran? Ist das auch unter der Maske versteckt? Nein. Aber ich habe den Fall Laurin in der unmittelbaren Nähe von Perry Rhodan erlebt und ich kann dir sagen, dieser Mann ist etwas Besonderes. Wenn es eine Person gibt, die die Menschheit repräsentiert, dann ist es Rhodan. Ich bin immer noch dagegen, dass wir uns von S zum Spielball machen lassen. Wie viel Mord und Totschlag S mit der Verteilung der Zellaktivatoren ausgelöst hat. Werde ich von dir hören? Niemand weiß, ob wir nächsten Monat noch leben. Hören wirst du bestimmt noch von mir. Ich habe mir sagen lassen, dass in der Regenbogenpresse öfters von mir berichtet wird. Wir sind schon ein bunter Haufen um Rhodan herum. Ich mit meiner Maske, ein frisch ausgebuddelter Neandertaler namens Lord Zwibus, Mutanten, Monster, Freaks. Nur das interessiert die Medien.
du noch Hoffnung? Ich habe mich dran gewöhnt. Das heißt aber nicht, dass ich es akzeptiert habe. Aber wo wären wir ohne Hoffnung? Alice endgültig fort. Verloren für mich. Ich kann noch stundenlang hier stehen und in den Himmel starren. Aber da sind keine Sterne, die mich trösten.